Moin und hallo. Moin. Wir sind wieder da. Nach fast 4 Monaten YouTube-Abstinenz haben wir uns doch gesagt, wir müssen ja wiederkommen. Wir können doch gar nicht anders. Können gar nicht anders. Wir haben euch vermisst. Ja, aber wie? Na, heute in dem Film erzählen wir euch, was wir gemacht haben in den fast 4 Monaten. Ja. Warum da so ein kleiner Kastenwagen steht. Und später zeigen wir ihn euch ein bisschen. Viel Spaß dabei. Viel Spaß. So, Schuhe raus. So. Fertig. Ganz schön frisch. Wir sind auf Röm. Unser zweiter Wohnsitz, klare Sache. Meldeadresse Hannover, da hat sich nichts geändert. So, komm rein. Da hinten kommt die Fähre. Ja. Bisschen matschig. Heute noch Wetter gut. So, hier. Softklos haben wir, wussten wir nicht. Nee, hast du immer gewünscht, ne? Genau. So, Kaffee, wie gehabt. Wie gehabt. Uns ist was passiert. Moment, bevor du jetzt die Details erklärst. Das ist ja ein gebrauchter Wagen. Ja. Ne, wir haben uns ja eine Alternative überlegen müssen. Kommt nachher noch das Thema. Und da wurde es ein Gebrauchtwagen, Erstzulassung 12/2020. Und jetzt kannst du was über Herd und Kocher, über Kocher und Spüle erzählen. Ja, genau. Der Herd sah nicht so gut aus. Da muss irgendwas übergekocht sein, war eingebrannt, schwarz, ging nicht ab. Also der war wirklich ziemlich. Und dann haben wir gesagt, Herd, Spüle tauschen. Wären noch gegangen, aber wir haben gesagt, wenn eins getauscht wird, dann ruhig beides. Also dann, dass es einheitlich ist. So und dann so, in unserem Eifer bestellt und gemacht und getan. Herd ist drin, Spüle ist drin. Wollten Kaffee kochen. Ups, hier fehlt was. Wir haben nicht drauf geachtet, die Piezo-Zündung fehlt. So, was machen wir jetzt? Wir haben Feuerzeug hier in der oberen Schublade. Geht auch, wie früher. Wie früher, zack, Herd an. Geht alles. Wir haben gesagt, wir lassen das so. Genau. Alles klar. Ja. Back to the roots, ne? Aber das ist echt, also dass wir da nicht drauf geachtet haben. Ich wollte ja noch erzählen, wegen dem Herd. Ne? Da steht ja immer eine Artikelnummer hinten drauf. Jetzt bin ich einfach nach der Artikelnummer gegangen und zack, haben die Kollegen da von, wer ist denn das? Dometic? Dometic. Haben jetzt den Piezo-Zünder bei den Modellen weggelassen, zumindest bei denen, die auf dem freien Markt erhältlich sind. Ja. Und das ist mir erst beim Einbauen aufgefallen. Macht nichts. Ja. Geht ja. Hauptsache, du kannst kochen. Ist halt erstmal, man muss sich umstellen, man gewöhnt sich an alles. Das ist genauso wie mit dem Wohnmobilwechsel. Neue Geräusche, auch die Geräusche, das hatten wir gerade gestern Abend, das Thema. Ne? Heizung. Gasheizung hatten wir ja nun im letzten Wohnmobil, Dieselheizung. Dieselheizung ist wirklich ein bisschen lauter. Die ist lauter, ja. Ein bisschen. Hier im Kastenwagen fällt es uns natürlich stärker auf, ne, weil die nicht so tief verbaut ist. Und dann kommt es natürlich drauf an, wo sitzt die auch. Hier sitzt sie hier, die Dieselheizung bei Pippi, bei unserem vorherigen Kastenwagen, da saß sie viel tiefer, da ganz unten unterm Bett. Ja. Und das spielt natürlich auch eine Rolle. Der Möbelbau spielt eine Rolle und wie alles von der Atmosphäre. Also aber man gewöhnt sich dran. Ja, Puschlocks. So, Kaffee. Was brauchen wir noch? Milch. Kompressorkühlschrank haben wir. Ja, so haben wir meistens den Tisch, so, ne? Den kann man ja variieren. Ja, habe ich jetzt den Sitz hinten? Nee, siehst du, deshalb. So. Ich habe den noch gar nicht hinten hier. Na bitte. Ah, alles klar. Guck mal, und dann klappt es auch mit dem Tisch. Ja, so. Das ist lieb, danke. Bin ich denn noch im Bild? Ja. Ja. Ist noch im Bild. Oh, Kinder, ja. Was haben wir denn gemacht eigentlich? Fast 4 Monate. Was haben wir gemacht? Ja gut, wir hatten am Anfang in Hannover noch was zu regeln und dann sind wir, interessant wurde es eigentlich im Januar. Ja. Im Januar sind wir dann auf die CMT nach Stuttgart gefahren. Das erste Mal. Das erste Mal, dass wir auf eine Messe gegangen sind. Also ja, nicht das erste Mal, aber seit mehreren Jahren das erste Mal. Ja. Mal wieder. So, und da haben wir ganz tolle, nette Menschen kennengelernt. Oh ja. Andere YouTuber auch. Super gequatscht.
Ja, super Gespräche. Abends noch im Morelo gesessen. Ja. Oh, nee, war schön. Na gut, Ja. die Messe und dann sind wir weiter Richtung Spanien und Portugal, haben uns das Ganze da mal angeschaut. Das erste Mal. Ja. Du warst ja schon mal, das ist lange her. Und es hat sich natürlich vieles verändert, aber es war wunderschön. Ja, Es ich war hab mich manchmal gefragt, was ich interessanter finde. Die ganze Camper-Szene, diese Überwinterer-Szene oder die Landschaft in Spanien? Die Das Landschaft. das war ja nur ein Scherz. Das war so beeindruckend, ne, was wir alles erlebt haben. Wir kannten das nicht. Nee. Wir kannten diesen Wintercamper, Überhaupt. Nie Südflug, gemacht. den kannten wir nicht. Ne? Die Menschen, die das machen, das war unheimlich interessant. Ja. Riesengespanne haben wir gesehen. Wir haben, also das war Kleine beeindruckend. Fahrzeuge Ja, auch. Also man muss nicht in großen Fahrzeugen überwintern. Nee. Ja, dreiköpfige Familie im selbstgereptorten Kastenwagen, knappe 6 Meter. Geht alles. Also, es war sehr schön. Und die Landschaft. Also wir haben die Landschaft genossen. Na klar war es teilweise so voll. Wir sind dann ins Inland gefahren, in die Naturschutzgebiete. Also das müssen wir euch alles vielleicht noch mal zeigen. Irgendwann. Und dann nach Nordspanien durch Schneesturm hoch, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, an die Atlantikküste, Gijón. Das Galicien ist oder das. Gijón. Ja, das ist Galicien. Galicien, da haben wir auch wunderschön gestanden, da war nichts los, es war noch kälter. Wir haben den kältesten Winter, hat uns jemand erzählt, in Portugal, der lebt in Portugal seit 10 Jahren, war früher Wohnmobilist und der erzählte uns an der Tankstelle, das wäre der kälteste Winter. Na gut, macht nichts, Schneesturm hoch an der Atlantikküste und da ist Bertel ausgerutscht, gestürzt, Ja, schön aus Steißbeinchen, den Rücken gestaucht, Knie in Dutten, mit den Knien hat er ja sowieso schon eine Arthrose, ich sag mal Knorpelknie. So, ging nichts, Alkoven nicht mehr rein, nach 2 Wochen dann hinten in der Heckgrundsitzgruppe schlafen. Ja, die Wintertour war ja mit dem Bimobil, klar. Ja, Heckgrundsitzgruppe Alkoven, 3,50 Meter hoch, 6,60 Meter lang und ging nichts. Und wenn einer bei uns sagt, jetzt es geht nicht, wird sich zusammengesetzt und beratschlagt, was machen wir. So, Option war Bimobil beiseite stellen und irgendwo beim Bauern. Ja. Haben wir drüber nachgedacht? Ja. Einmal ein Bimobil gibt man das Ja, wieder du her. wolltest ihn nicht mehr weggeben. Ja, das war der Punkt. Ja. Machen wir nicht. Dann steht es da, wer weiß wie lange. Den Knien geht es mal gut, dann geht es den Knien wieder ganz. Letzten Sonntag ging überhaupt nichts. Traurig. Ja, und dann haben wir nach einer Alternative gesucht. Ja. Für uns, für den Zeitraum, der perfekte Grundriss, um drin zu leben. Wir können es nur empfehlen, geht da rein. Also das ist toll. Also das Raumgefühl, wir hatten einmal ein Problem mit der Höhe, 3,50 Meter, das war im Dunkeln mit Ästen. Der Iveco, Iveco, so schön. Der Iveco hat, sagen wir mal, wenn er ausgeliefert wird, nicht gerade die beste Beleuchtung. Muss man was machen. Ja, das war der alte, ne? Noch nicht das Ja, 22er genau. Modell. Das Ja, war da ja weiß noch, ich gar nicht, noch wie das heute ist. Wie das heute ist, genau. Na gut, wir beratschlagt. Wir dann über Holland, das erste Mal in Seeland gewesen. Wunderschöne Beleuchtung. Wir hatten einen Tag, es war noch nichts los. Und die Sonne schien und das Wasser, also ich weiß nicht, das war türkisfarben, ne? Ja. Nicht Brauersdamm, wie heißt das dann drunter? Beim Leuchtturm. Am Leuchtturm. Am Leuchtturm, genau. Wir müssen mal öfter hinfahren. Also wunderschön. Und dann nach Hause. Und dann hatte Bertel einen Arzttermin geröntgt und alles gut. Schauen wir mal, was passiert. Und so. Bertel kennt ja mobile.de sowieso halb in- und auswendig. Was steht da drin? Was machen wir? Alles klar. Der Plan war ja, das Bimobil ungefähr 2-3 Jahre zu fahren und dann sich wieder zu verkleinern. Wir haben ja in dem Sinne in Hannover, wer es nicht weiß, eine Meldeadresse. Das ist also als ersten Wohnsitz, anders geht das ja nicht. Das ist das, das ist das Elternhaus von Bertil und da haben sich ja die Umstände so ergeben, Vater verstorben, Mutti jetzt in der Langzeitpflege, müssen wir sowieso aber öfter hin. So, wohnen tun wir da nicht. Nein, wir haben uns das Kinderzimmer von Bertel, wo nun noch als kleiner Stöpke,
Da haben wir uns ein Bett aufgebaut und ein paar Klamotten. Also das heißt, kleines Fahrzeug würde gehen. Wir brauchen ja immer nur, wenn wir sowieso nach Hannover müssen, Klamotten tauschen, gut ist. Wir sind schnell unterwegs damit, Ja. wir sind mobil, flexibel. Ja. Bertel, das klappt mit dem Knie, nicht zu viel Stufen. Na gut, über das Konzept reden wir ja gleich noch. Seniorengerecht. Und ja, und meine Bedingung war natürlich, wenn wir jetzt auf den Sprinter gehen, auf den Kastenwagen wohlgemerkt, dann geht ja nur 3 Liter, ne? Das war ja schon mal die erste Hürde. Ja. Einen gebrauchten 3 Liter zu finden, denn neu ist ja Ende im Gelände. Ne? Jetzt ja nur noch gebraucht. Und da schau her, da haben wir doch glatt einen gefunden. Ja. Und das Witzige ist, wir haben auch dieses Fahrzeug sowie das Bimobil vor gut 3 Jahren, ne, war das glaube ich, oder 3 Jahren ungefähr, Ja. schon mal gefilmt. Ja. Bei CS Ja, Reisemobile in Henstedt-Ulzburg. Und dieses Konzept hat uns sehr gut gefallen. Wie gesagt, mit dem breiteren Gang, du hast einen längeren Gang, Querbett. Wir waren in Rendsburg, wir haben uns auch Hümer angeschaut, Kastenwagen, den Grand Canyon. Grand Canyon S. Ja, mit Querbett. Querbett war dann bei uns so ein kleiner Streitpunkt, wer schläft hinten an der Tür. Und da ja Bertel Ja. nur mit dem Knien und wenn er dann rüber und geht nicht. Haben wir gesagt, also Hubbett geht nicht, Querbett geht nicht, Alkoven geht nicht. So, wir haben jetzt hier Stockbett. Das Ja, das ist liegt unten. unsere rollende Jugendherberge. Gestern schon gesagt. Ja, so sieht das aus. Ja, der Wagen hat eine für uns passende Ausstattung. Ja, Wir haben 2 mal 100 Ampere Lithium-Batterien hier drin. Unter deiner Sitzbank, genau. Eine Dieselheizung. Ist zwar noch die alte, aber ich habe ja noch eine Brennkammer liegen. Solar auf dem Dach, 2 Paneele. Was kann ich erzählen? Ach so, Klimaanlage hätten wir gar nicht selber jetzt uns gewünscht, war aber dabei. Vorne gibt es noch eine ausziehbare Wäscheleine, ne, an der Stoßstange, die zeigen wir euch nachher auch. Das haben wir nicht angebaut, das war schon da. Das Einzige, was ich hier bis jetzt verändert habe, was wir überhaupt gemacht haben, ist den Kocher und die Spüle gegen neue zu tauschen. Und hinten haben wir noch Mäusesurfbretter dran gemacht. Die zeigen wir euch auch noch. ja, also das Fahrzeug ist perfekt ausgestattet. Ja, Im Endeffekt, ne, das ist, Wir standen ja jetzt vor der Wahl, vor den Ostertagen, ein bisschen was umzubauen. Und dann haben wir gesagt, nö, so kalt und Stress und ach nö, ich habe keine Lust. Und dann sind wir Das war doch wieder nicht. nach Röm geflohen. genau. Nein, das tut gut, das Wetter ist schön, Hauptsache es regnet nicht und wir genießen das hier. Und, Ja. Ich habe aber noch gar nicht weiter zu Ende Ja. gesprochen. Kompressorkühlschrank ist drin und Gas nur zum Kochen. Also im Prinzip, ja, das ist genau unser Konzept, Ja. mit dem wir mal 2016 angefangen Genau. haben. Im Kastenwagen. Satellitenschüssel, gut, hätten wir auch nicht gebraucht. Fernseher und sowas. Wir sind da ja mehr beim Streamen. Ja, wir haben die Sattschüssel noch nicht einmal benutzt, nur ausprobiert, ob Wir haben sie es ausprobiert. funktioniert. Ja, Ja, so passt das für uns, ne? ja, genau. Na gut, wie gesagt, was ich ja schon erwähnt habe, wir hätten uns sowieso irgendwann wieder verkleidet und haben das jetzt vorgezogen. Man weiß ja nie. Also auf Instagram schreibt ihr immer, wir hoffen, ihr habt jetzt endlich euer Traumauto gefunden. Ja. Wir haben immer das Traumauto Ja. zum passenden Zeitpunkt. Oder es muss passen. Für uns passend. Für uns passend. Ja. Bimobil war super zum drin Leben, der Hümer auch. Eigentlich klasse. Es gibt dann immer mal was einen stört. Natürlich, beim Bimobil jetzt leider nicht. Ja doch, der Alkoven. Der Alkoven. Ja, das Hochkraxeln. Ja, Beim Und- Bimobil war einfach unschlagbar, Ja. auch die Zuladung aufgrund des Fahrgestells. Das Ja. war ja ein 7,2 Tonner. Und ich glaube, wir hatten 5,5 Tonnen, mehr war das nicht, was wir da drin hatten. Und Reisegewicht, das war natürlich klasse. Ja, hier Kastenwagen, ganz andere Nummer. auch schön. Abgesehen von den Beulen, die ich mir schon gezogen habe, weil das alles wieder ungewohnt ist. Der Stauraum. Der Stauraum ist natürlich sehr, sehr gering. Ja, So, das heißt, back to the roots für uns. Das heißt, ja, weniger mitnehmen und trotzdem damit klarkommen.
Na gut, nun haben wir ja sowieso unsere Klamotten im Elternhaus von Bertel Ja. sowieso gebunkert. Und dann kannst du ja immer wechseln. Du kannst ja immer das rein, das raus, das rein, das raus, umräumen. Nimmst du Stühle mit oder nicht, mit Fußteil oder ohne, je nachdem, das variiert dann. Und jetzt haben wir natürlich mehr dicke Pullover, jetzt haben wir nur einen Stuhl ohne Fußteil. Also das ist Wetterabhängig, ne? wetterabhängig. Es ist auch noch ganz schön frisch, muss ich sagen. Ja. Und Kastenwagen kennen wir und lieben wir auch. Und das ist also Ist natürlich so eine kleine Heizmaus wieder, ne? ja, nochmal einer drauf auf den MLT. MLT natürlich größer, mehr Gewicht hinten. Hier bist du kurz, nur Kastenwagen. Das kann noch mal ein bisschen mehr. Das heißt auch, wir sind zurück in der 3,5 Tonnen Klasse. Ja. Das hätten wir vielleicht noch erwähnen sollen. Ja. Und da kommen wir auch hier mit klar. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Und der kann natürlich auch im Sand wieder was. Ja. Obwohl gewogen haben wir noch nicht. Ich habe das. Aber wir wollen ihn wiegen, weil wir ja noch ein bisschen was verändern, wenn wir dann umgebaut haben. Es sind nur Kleinigkeiten. Eins können wir verraten, das Klo kommt raus. Das ist ja hier dieses ganz normal. Das war übrigens Kassetten. eine super Geschichte. Ne? Bimobil hatten wir eine Komposttoilette. Also wir sind jetzt geläutert. Einmal Trenntoilette, immer Trenntoilette. Genau. Klare Sache. Das wollte ich sagen. Das machen wir. Wollen wir mal durchgehen? Wollt ihr mal gucken? Machen wir? Machen wir, logisch. Machen wir. Alles klar. Los, Kaffee. Komm, Aber erst den Schluck noch austrinken, bitte. Ja. Oh. Es zieht sich zu. Shit. Na, Schade. macht nix. Macht nix. Oh. Was ist denn heute? Ostersonntag? Ja, Ostersonntag. Morgen geht's wieder nach Hannover und dann geht's los. Es wird wärmer und dann kannst du loslegen. So, Roomtour, immer noch heiß. Ich lasse das mal noch drauf. So, hier stand eben die Kamera, die uns gefilmt hat, auf der Arbeitsplattenverbreitung. Die ist groß. Die ist groß. Ja, da kann man schön sehen, Nora. CS ist eben bekannt dafür, dass sie Massivholzleisten nehmen, ne, und keine Umleimer hier vorne, keine Kunststoffumleimer. Das Ganze hier nennt sich Ahorn. Ahorn-Optik, HPL-Beschichtung. Genau. Bertel hätte lieber jetzt Buche gehabt. Also gibt's, ne? Oder es gibt, ja, das ist natürlich nochmal so ein Kick. Es gibt das Ganze, den Holzausbau auch mit Buche Echtholzfurnier. Aber genau. Da sage ich jetzt was zu. Diese HPL-Beschichtung ist der Hammer. Gebrauchtfahrzeug, vielleicht hättest du dann mehr Kratzer. Mit in den Sicherheit, Möbeln. weil Buche sehr weich ist. So, ich gehe jetzt mal hier an die Badezimmertür. Hier hinten geht ins Badezimmer. So, jetzt seht ihr nämlich mal das Raumgefühl in diesem Fahrzeug. Hier die Stockbetten, hier ist Bertels Bett. Da kommt er gut rein. Ne? Da oben ist mein Bett. Ich komme da ohne Leiter rein. Leiter kann man hier aufstellen, wunderbar. Es gibt eine Roomtour von vor 3 Jahren. Da ist die Leiter drin. Und die stört auch nicht im Weg hier. Aber ich komme da so hoch. Ich gehe hier drauf und zack hoch. Eine Roomtour von uns. Von uns, genau. Logisch. So, und was ganz toll ist bei diesem Konzept. Diese Konzepte, warum wir auch wieder mit YouTube anfangen, euch Konzepte vorstellen. Weil es gibt so viel interessante Sachen zu zeigen. Also guckt euch das mal an, was wir hier für eine Breite haben. Dieses Fahrzeug hat eine Außenbreite von 2 Meter. Ja. Und ist ja schmal. Und ist ich ja hab ein echt schmales Auto. Hier in dieser kleinen, süßen Küche Platz. Ich kann mich austoben. Ich kann die Schubladen aufmachen, ohne dass ich irgendwie zurückgehen muss oder sonst irgendwas oder zur Seite, um an die Schubladen zu kommen. Hat man ganz oft in schmalen Fahrzeugen. So, ich habe übrigens noch keine Besteck. Hier, unsere alte, die ich so variieren kann. Ich habe jetzt alles erstmal nur im Geschirrhandtuch eingepackt. Ne? Raschelt nichts. Ist noch nicht fertig. Alles klar. Ne? Push-Locks. Was haben wir denn hier unten? Hier habe ich Töpfe und Honig und Suppenschälchen oder Salatschälchen, Teller. Ja, mit Mülleimer bin ich auch noch nicht. Der geht hier nicht rein, den wir sonst immer hatten. Den konnten oder haben. Die Seitenwände, ne? sind zu niedrig Die sind von den zu Schubladen. niedrig. Die könnten höher sein. Muss man noch gucken. Muss man noch gucken. So, dann haben wir hier 2 Oberschränke. Gut, Sprinter. Wird schmaler, logisch, als im Fiat. Kleinere Oberschränke, klare Sache.
Geht aber alles. Ich habe den Tee jetzt umgefüllt, einfach in eine kleinere Packung. Mit Teefilter, unser Ostfriesentee, Brot. Ja, Minimalismus ist ja heute auch modern, Nora, Alles ne? klar. Ja, aber man glaubt ja gar nicht, was du alles mitbekommst. Ja, klar. Ja, das Bimobil ausgeräumt. 2/3, ich würde sagen, wirklich 2/3 der Gesamtklamotten, egal was, ob Technik, ob Klamotten, Schuhe oder sonst irgendwas, haben wir nicht benutzt. Klare Sache. Also, hier habe ich Tassen und Gläser, hier habe ich den Teekessel, Thermoskanne, 2 Gurken, hier kommt dann auch die Kaffeemaschine noch mit rein, Papier. Ja, hier hing so eine Halterung, ne? Das sind ja, Ja, das ist für diese Küchenrollen. Für diese und die hat so Küchenrollen. aufgetragen durch das war weil mir die so zu eng. rund gebaut ist, ja klar. Haken. Wie heißen jetzt diese Schienen wieder? Labos-Schiene. Labos-Schienen. Hier könnt ihr einsetzen, was ihr wollt. Dieses Zubehör kann man online sich schicken lassen. Genau. Und dann war ein Gag, kriegen wir nicht ab. Hier, guck mal. Das ist für Sie wie Magnetgläser. Ein super System, wenn man Silvi-Gläser hat, ne? Silvi-Gläser hat, die stehen in Hannover. Nicht böse sein, nicht böse sein, es ist einfach nicht mein Ding. Aber es ist ein tolles System für jemanden, der das mag und Platzprobleme hat. Du kannst halt deine Gläser schön hier unten dranhängen. Ja, direkt über den Herd. Das ist Direkt richtig über den klasse. Herd. Hier waren so lange, es würde mich einfach stören. Nora, das geht doch nicht über dem Herd. Ja gut, wenn jemand nicht viel kocht im Büro, Ja, okay. kannst du es machen. Aber ich glaube, Ich traue mich das nicht abzumachen. nein, Finger weg. Mit diesen, meistens sind das diese 3M-Kleber. Und ich weiß, wie hartnäckig oder wie. Du reißt dir im schlimmsten Fall das Furnier kaputt. Ja, mache ich nicht. Gut. Schrank. Hier haben wir. Ja, das ich ist habe natürlich- extra mehr eingepackt, damit Ja. ihr mal seht, was hier reinpasst. Oben haben wir, ich gehe mal hier hin, Bertels Pullover, unten sind meine Pullover. Und dann gibt es, das ist mir gar nicht aufgefallen. Dir ist das aufgefallen. CS macht das so. Ihr kennt ja bestimmt alle diese Gummis hier. Diese Gummis, die man nimmt, damit die Türen nicht klappern. Ne? Und CS hat das nicht nur aufgeklebt, so wie ich das kenne von anderen Herstellern. Die haben ein Loch hier reingebohrt und die Gummis sind da reingesteckt. Ja. Und das finde ich eine sehr gute Lösung. Denn diese Gummis haben ja einen Nachteil. Die Klebegummis. Die verrutschen ja immer und irgendwann Ja. fallen sie runter. Genau. So ist das. Gummis. Hat noch. Was wollte ich denn? Ja, wollte ich erzählen. CS ist eine kleine Manufaktur Ja. aus Hennstedt-Ulzburg. Ja, bei Hamburg. Ja, bei Hamburg. Aber uns geht es eigentlich auch erstmal hauptsächlich um dieses Konzept. Ist nicht jedermanns Sache. Wer also Beklemmungen hat oder Platzängste und über 2 Meter oder sehr groß ist, denke ich mal, ist es ein Problem. Alleine dann hier mit der, auch wir sind klein, wir sind 1,63 und du bist 1,69. 1,68. Danke, dass du mich größer machen möchtest. Geht. Wir schrumpfen ja auch noch ein bisschen. Ja, du hast aber 1,95 Bettenlänge. 1,95 Ja. Bettenlänge. Ich glaube hier 85 cm und hier 78 Breite. Ja. Hier hat man mehr Kopfhöhe, logischerweise, hier oben weniger. Und es geht echt gut. Ich Du gehe kannst hier drauf. beide Betten kann man hochklappen, ne? Ja. Kann man kannst hochklappen. beide hochklappen. Und wer das jetzt mag, der kann dann hinten zum Beispiel so auch ein Fahrrad transportieren. Nur dann hast du gar keinen Stauraum mehr. Nein. Hier ist, komm her, dann machen wir das mal hoch. Da haben wir jetzt habe ich das Bettzeug drauf. Da sind Stühle, da ist eine Stufe für vorne, die wir vor die Tür stellen können, wenn Bertel starke Knieprobleme hat, damit es noch Ja. leichter geht. Wir haben hier Wasser, wir haben hier Apfel, Brot, Papier, noch Schuhe. Also unser Euroboxen-System, das haben wir so erhalten. Ja. Wir finden das gut mit Euroboxen, weil wenn jetzt mal Ja. so eine Flasche da kaputt geht, ne? Und es ist ja nicht nur Wasser, du hast ja auch vielleicht Cola oder Wein oder Bier oder irgendwelche Dinge oder Milch, ist auch gefährlich, wenn dir am Fahrzeug Milch ausläuft. Dann läuft das in die Kiste und läuft nicht überall in die Ritzen der Möbel rein und fängt bitterlich an zu stinken. Ne? Genau. Also wir schlafen da ganz gut, natürlich.
Wir haben es jetzt noch kalt draußen, also es ist frisch nachts, sagen wir es mal so, und man liegt da so in seiner Kuschelhöhle, alles gut. Mich erinnert das an Schiffe. Ja. So früher beim Segeln und so, weißt du? Hatten die Diese Fenster? Kojen. Nee, die hatten. Nein, die. Also man kann super querlüften. Wir fahren sowieso nicht im Sommer in die Hitze. Also wenn in den Süden, sagen wir es mal so, das sind wir nicht, das waren wir noch nie. Und das wird natürlich warm, aber Kastenwagen heizt sich immer auf. Und jetzt ist ja die Klimaanlage oder egal, was man drin hat oder auch ein Maxvan, bringt dir dann schon Luft oder ich mache die Tür hinten auf. Also wenn es warm wird, wir werden das alles mal ausprobieren. Dann schlafe ich auch. Bei schönem Wetter stehe ich doch auf dem Campingplatz oder auf einem super Stellplatz, wo ich auch mal die Türen auflassen kann nachts. Ja, na los. Oder ich schlafe draußen. Wir haben jetzt ja auch so ein Mückengitter da für hinten bestellt. Ja. So ein, wie Mückenschutz. heißt das? Plissé heißt das ja nicht. So ein Netz halt. Ne? Ja, das rollt man nach oben, glaube ich, und dann hast du hinten, kommen die Mücken nicht rein. Und Was ich auch gut finde, Ja. du hast natürlich logisch nicht nur eine Lampe am Bett, ne, eine LED, sondern du hast auch eine Doppel-USB. Jeweils. Das ist jeweils eine USB-C und eben die alte USB. Ne? Das heißt, die USB-C hat ja einen höheren Strom, also du hast ja eine schnellere Ladung dann, ne? Lädt schneller. Hast du in den Betten jeweils Lampe, Doppel-USB. Hier vorne hast du es an der Spüle. Ne? Und hier alle Bedienelemente oder das Panel, ne? Ist dann hier am Tisch verbaut. praktisch. Praktisch, ja. Guck, Wenn und ich dann heißt es natürlich hier 230 Volt. Der Wagen hat ja einen Wechselrichter. Hier hast du dann dein Kontrollpanel. Das hier mit der 1 und 2. Der Wagen hat ja eine Dieselheizung. Das ist ein Höhenset. Höhenkit ist verbaut. Ja, Ne? Höhenkit, für die Dieselheizung, wenn du die in der Höhe benutzt. Ach ja, 230 Volt, logisch. Wechselrichter ist auch drin. ja. Ne? War ja alles. Haben wir ja nicht gemacht. Nee. War schon da. 230 hier nochmal und 12 Ja. Volt, dann hier auch in der Küche. Eine Standard 12, genau, und Genau, eine Doppel-USB. Lichtschalter, alles klar. Also reichlich Lampen und Steckdosen. Ach ja, Kleiderschrank. Kleiderschrank. Kleiderschrank gibt's auch. Bertel Jeans, Nora Jeans, dahinter jeweils die Jogginghosen, bisschen was aufhängen. Hängeschrank. Ja, Hänge. hier unten ist jetzt der Das ist der Wechselrichter hier unten. Wechselrichter. Das ist der Wechselrichter. Ach, und alles von Votronic, ne? Schöne Bauteile. Da Warte, stopp. habe ich was vergessen. Ja, hier unten zeige ich doch auch gleich. Ach, guck mal, immer warme Servietten. Ach so. Ja. Da unten sitzt die Truma-Heizung, Dieselheizung. Und ja, Heizungsausströmer, gibt es nicht viel zu sagen. Kühlschrank. 90 Liter. Bertel hat ja schon gesagt, Kompressor. Kompressor. Beidseitig zu öffnen. Ja, und hier oben, wir haben das Gefrierfach rausgenommen. Ja. Ne? Das ist ein Einsatz, raus damit und dann hast du hier nochmal zusätzlichen Kühlraum. Alles. Also da ist richtig Platz für uns. Ja. Ja. Und nicht wundern, wir fahren ja morgen schon wieder. Ich nehme die leeren Flaschen immer als Füllmaterial im Kühlschrank. Genau, damit es nicht klappert. Ja, genau. So, Betten haben wir gezeigt. Bad. Guckt mal, jetzt geht's hier hin. 5,93 Meter in unser Bad. Ah. Hammer, ne? Ja, und weißt du, was der größte Hammer ist, Nora? Nein. Wenn's denn bei der Sitzung mal ein bisschen länger dauert, ne? Dann kannst du dir ja hier auch noch was zu trinken nehmen. Konzeptbad hier. Für uns reicht der Platz aus. Ich sage jetzt mit Absicht für uns. Geduscht wird mit Duschvorhang. Einmal hier, einmal hier, einmal hier rum. Hier braucht ihr nicht. Es ist ja alles kunststoffbeschichtet. Und ganz wichtig auch bei diesem Konzept. Ihr habt ja gesehen, unterm Bett ist nicht viel Platz. So, wir haben hier unheimlich viel Stauraum. Unheimlich viel Stauraum. Hier ist ein Schränkchen. Ja, wir haben also unsere Cremes, unsere Toilettenpapier, Masken. Dann hier oben ist ein Schrank. Zack, mit Steckdose. Hier ist, wenn die Tür auf ist, wird ein bisschen gelüftet. Und Dachluke, Bügeldachluke. Da war jemand so schlau, irgendeiner der Vorbesitzer hat hier Ist eine Dichtung eine drin. Dichtung reingemacht. Vielleicht ich weiß ist es nicht, oder vielleicht auch ich weiß, CS. genau, vielleicht auch CS. Ich weiß nicht, wer es gemacht hat. Es zieht nicht. Und da oben sieht man sie. Da ist die Dichtung. Ja. Ne? Und dann hat die keine Zwangsbelüftung und dadurch ist sie dicht. Das ist das wärmste Bad, was wir jeweils hatten. Ja. Ganz ehrlich.
Wir haben immer in den Bädern, wenn wir unterwegs sind oder du fährst im Winter, du lässt die Heizung laufen und dann möchtest du mal, Entschuldigung, unterwegs auf die Toilette gehen. Es war immer kalt in den Bädern. Ja. Hier nicht. Ha! Mein Waschbecken. Ha! Ist das der Hammer. Ne? Hier kann ich unterwegs Stöpsel rein. Ich habe nicht diesen Überlauf. Für mich ganz wichtig, wenn wir auch mal länger unterwegs sind, dass ich hier zur Not auch mal, und du stehst jetzt was weiß ich wo, hast Wäsche. sonst nichts. Ja. Nee, du hast keine Möglichkeit zu waschen. Ja. Kannst du mal eine Jeans einweichen. Ja, Ne? ist groß Oder wirklich genug. mal T-Shirts, Unterwäsche. Also das finde ich toll. Das mag Ja, ich. groß und tief. Ja. Wichtig. Gut, mit dem Spiegel, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, der kippt ja sehr stark nach innen. wenn, Sprinter. wenn ich mir morgens die Zähne putze, dann passiert es mir doch hin und wieder, wenn ich den Kopf runternehme, boing, Ja. gegen den Spiegel. Ja. Aber ich habe Ablagefläche, ich kann was rausstellen. Es staubt, dieser Teppich kommt raus, der staubt wie verrückt hier, der fusselt. Wir haben die jetzt erstmal provisorisch, die hatten wir noch reingetan. Ich denke im Sommer jetzt erstmal gar nicht. Halt, hier, Stauraum, da. Da ist sogar noch Platz. Dreckige Wäsche haben wir jetzt hier unten. Hier oben dreckige Wäsche Föhn. Ich habe sogar ein Bügeleisen mit. Hier habe ich sogar Nähsachen, falls mal was kaputt geht. Halt, und jetzt haben wir wieder unsere Frischwassergeschichte mit. Die hatten wir auch im Hümer bei Ella Ja. mit. Im Bimobil hatten wir ja nun mal in der Küche diesen zweiten Wasserhahn. Ja, da hast du ein Zweiersystem gehabt, ne? Trinkwasser und Da hatte ich die nicht mit. separat. Ja. Genau. Aber Das war und hier natürlich passt klasse. das. Dieser Boden ist. Oh, Was machst du denn da na kaputt? guck mal, da geht nichts. Da wackelt nichts. Da kann ich Gewicht draufstellen. Ja, klar. Klar. Platz. Ich meine, dieses Modell wird ja schon lang genug gebaut, ne? Das ist ja ausgereift. Ja, genau. Und wie gesagt, mit Duschvorhang mag nicht jeder. Der ist sehr kräftig, der flattert nicht. Alles klasse. Ist nun mal ein Sprinter. Ja, klare Sache. Habe ich. Ja, das Wichtigste. Das Wichtigste habe ich vergessen. So, Tür. Wir müssen einmal tauschen. Einmal vorbei. Jetzt weiß ich, ja. Ohne geht nie. Also dann hätte ich das Fahrzeug nicht genommen. Du kannst, ja, glaube ich, auch ohne. Ne? Das ist wäre aber dann, das ist Option- Sonderausstattung. Das ist hier eigentlich Standard und dann Ja. gibt es Seitenschränke, die nach vorne gehen Ja. und dann hast du eine durchlaufende Stehhöhe. Das ist ein Extra. Genau. Hätte Kann ich nicht- dir auch nicht mehr drüber erzählen. Ich Wär weiß nicht, das wäre nicht gegangen. Ohne. Jacken hier hinten in der Ecke habe ich Handtücher. Jetzt habe ich keine Bettwäsche mit, die würde da auch noch reinpassen. Jacken, klar, wenn wir dann jetzt, wenn es wärmer wird, brauchen wir ja diese ganzen dicken Jacken nicht mehr. Also das würde nicht funktionieren dann. Klare Sache. Nee. Das ist doch der Knallerblick hier. Ja, Fenster mal auf, hier, guck. Das ist auch neu für uns, die Fenster. Stufenlos. Hatten wir auch noch Die nie. Aussteller. Ja. Aufsteller. Wow. Ist das ein Blick? Und kommst du klar mit Kastenwagen? Ja, einen Schrank habe ich doch noch vergessen übrigens. Wir haben was vergessen. Hier. Ja, und wir haben das hier auch vergessen zu zeigen. Hier gibt es ja, das ist ja auch so, da ist ja CS für bekannt, ne? Ein Erkennungsmerkmal. Andere haben Gewürzregale, CS hat ja diese Tischkombi Ja, ne, mit dem Klapptisch und die Uhr da oben, ne, neben dem Fenster. stört Das ist- nicht. Das, ja, die tickt ein bisschen laut, aber Ja. das kriegen wir schon hin. Es sind so Erkennungsmerkmale und was ich halt klasse finde, ist, dass du, ein Kastenwagen ist ja nicht groß und dann hast du hier schön platzsparend, ne, deine Bedienelemente. Nicht Passt im schon. Eingangsbereich. Nicht im Eingangsbereich. Ja, da ist gar nichts im Nee, Eingangsbereich. im Eingangsbereich. Sonst würdest du dir den Kopf hauen. Der Ja. Sprinter ist ja sehr niedrig. Ja. Ne? Guck mal, wenn da jetzt noch ein Regal wäre, dann. Ja, ja. Ja, so sieht das aus hier. Ja. Oberschrank. Zeigen wir. Ja, das ist wirklich, also mit dem Stufenlosen
Hatten wir wirklich noch nicht. Ist praktisch. Ja, ist natürlich total toll. So, Oberschrank. Es fehlen ja auch noch Unterwäsche und T-Shirts. Die haben wir hier oben und Socken. Bertel, Nora. Da ist mir auch was aufgefallen. Jetzt nicht an meiner Wäsche. Unordentlich ist es. Ja, das darf es ja auch sein. Wenn du jetzt mal die andere Klappe aufmachst, die vordere, dann kannst du, hier ist ja auch wieder ein eingesetztes, eingelassenes Gummi, hier oben. Und jetzt kannst du die Klappe aufmachen und die tun sich nicht weh gegenseitig. Alles gut. Das sind so Kleinigkeiten, da kann ich mich auch freuen. Ja, das macht Spaß. Das macht Spaß. Ja, eigentlich müssten wir rausgehen, um noch restlichen Stauraum zu zeigen. Stauraum. Wahnsinns-Stauraum haben wir. Ja, haben wir. Der Vorbesitzer hat noch ein Soundsystem eingebaut hier, da unten. Ne? Die Bumsbox, sage ich immer scherzhaft, ne? Wie Opel Manta. Und vorne rechts und links, da könnt ihr vom Jena Soundsystem die Lautsprecher sehen. In der Tür ist auch noch ein Zusatzlautsprecher eingebaut. Ich glaube, das ist der Basslautsprecher. Ich weiß das gar nicht so genau. Ich muss mir das alles mal durchlesen. Ist doch einiges hier angebaut worden, was ich so noch gar nicht kenne. Und was gar nicht schlecht ist. Also die Nee. Musik so während der Fahrt, das war schon toll. Der Sound war Boah. richtig klasse. Ja. Ja. Wer das Sprinter Original Soundsystem kann man es ja nicht nennen. Wer den Originalklang des Sprinters kennt, der ist ja wie Tag und Nacht. War im Fiat und im Iveco besser, Ja, gebe ich zu. ja. So, Ja. jetzt haben wir noch zwei wichtige Stauräume. Einmal unter dem Fahrersitz und hier noch hinter der Küchenzeile. So, Schuhe anziehen. Erstmal raus. Ach, warte mal, jetzt mache ich das mal runter hier. Wind, 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 Wind. So, kennen wir ja. Wir sind ja schon 5,5 Jahre Kastenwagen gefahren. Nicht, dass die Glasplatte runterklappt. So. Guck mal da hinten im Nebel, hätte ich fast gesagt, ne? Die Fähre nach Sylt. Schon. Oh, es hat sich schon gefüllt. Guck Ja. mal da drüben, da ist die ganzen Strandsegler Ja. mit ihren Wohnmobilen. Ja, wir sind am Sönderstrand, nicht auf Lackholk. Ja, die Reifen sehen gut aus, ne? Wir haben mal was zu putzen. Macht nichts. Macht nichts. Machen wir ja gerne, ne? Wir haben kein Mückenschutzrollo. Es gibt hier ein Mückenschutznetz. Da gibt es noch ein zweites Teil zu. Ich weiß gar nicht, wo es ist. Irgendwo haben wir es. Weiß ich Das gar nicht. liegt in einem Irgendwo. Schränkchen. Ja, Das- ja. Du das- hast ja auch vorne kein Remi, du hast vorne einfach nur ja. Vorhänge. Ja, wunderbar. Die Wunderbar. Scheiben beschlagen nicht damit, Ja. haben wir ja. festgestellt. Ne? Nicht Ja. so schnell, genau. Nicht so schnell. Ja. Hier, Schuhe. Schuhfach? Guck mal, da haben wir deine Sneakers. Die brauche ich jetzt eigentlich gar nicht. Die habe ich übrigens noch nicht einmal getragen jetzt in den paar Tagen. Du kannst den Tisch rausnehmen Genau. und hier einhängen. Ja. Ne? Ja. Dann hast du ja noch ein ganz wichtiges Schuhfach gefunden. Ja, wir haben einen Tresor an Bord. Bertel hat mir die Klappe abgemacht. Und Ja. da sind auch noch Schuhe. Das hier ist ein Tresor und das ist jetzt oder Noras Schuhschrank. Ach, die Tasche. Die Tasche. Ich wusste erst nicht mehr, wofür sie eigentlich gedacht ist. Das wird Abfallbeutel genannt, ja, wenn ich es richtig wird gesehen Abfallbeutel genannt, Ja. wobei ich Bammel Ja. hätte, dass mir das, ja gut, hier, das ist eingehängt, aber beim Huckel fällt es runter. Wir haben jetzt hier unsere Wintermützen drin. habe. Ja. Geht. Schwupp, magnetisch. Du, ich habe ja eine Wäscheleine für dich dabei, ne? Ja. Du wolltest ja immer eine Wäscheleine haben. Genau. Extra für Nora, ne? Wäscheleine. Das ist natürlich keine Wäscheleine, sondern dahinter verbirgt sich eine Winde. Mit 5,1 Tonnen sind es, glaube ich, Zuglast. Ne? Und ja, in der Regel kannst du damit dann andere Fahrzeuge bergen. Da wird euch geholfen. Da wird euch geholfen. Wenn wir da sind und Zeit Genau. haben, helfen wir gern. Wenn wir keine Zeit haben, müssen wir leider weiter. Das war gut. Oh, herrlich. So kleine Gimmicks hier, ne? Ja, Wie gesagt, das war ja alles. war alles. Sieht schick aus. Zusatzschlösser. Zusatzschlüssel. Hios-Schlösser, ne? Ja, Schön Alufraß hier, guck's dir an. alles. Schön Alufraß. Ja, Hier. alles klar.
Dann haben wir unsere Mickey Mouse Surfbretter. Die haben wir dann nachträglich noch, oder das ist ja der Halter für einen Fahrradträger, ne? Und den haben wir jetzt anders genutzt mit den Surfbrettern hier. Das sind Sandbleche, die sind aus GFK, die können sich biegen. Und wenn sie dir mal unterm Fahrzeug hochschlagen, dann reißt du dir unten nicht gleich den Tank auf, wie das zum Beispiel mit Alu-Sandblechen passieren kann, ne? Die Dinger können nachgeben, die sind flexibler, die wiegen nicht viel und sie tragen auch nicht auf. Wir wollten ja definitiv unter 6 Metern bleiben. Ja, und wo haben wir das gelernt mit den Sandblechen? Hier auf Römm. Ja. Letztes Jahr hier ganz viele Menschen kennengelernt und der eine hatte die dabei. Genau. Und die fand ich gut. Der hat mit einem Geländewagen einen Wohnwagen gezogen und ist hier vorne mit dem Gespann auf den Strand gefahren. Genau. War richtig cool. Ja. Coole Socke. So. Ja, hier hinten, Wie ihr seht, ist ja nur halb offen. ne? Das ist so Vanlife-mäßig, ne? Stellst dich an den Strand abends, Sonnenuntergang, machst die Türen auf und liegst hier hinten, kannst den Sternenhimmel angucken. Ja, viel haben wir gar nicht dabei. Nee. Da brauchen wir nichts zu sagen. Kassettentoiletten kennt jeder. Wie gesagt, kommt raus. Ist nicht so unser Ding. Und dann gibt es hier nochmal Stauraum. Ne, das ist im Moment das Gemüsefach. Hier so ein bisschen Fotokram drin. Und darunter so das Gerümpel, was wir eben halt so dabei haben. Ne? Die Spaten sind jetzt auch geschrumpft. Die Spaten sind, oder unser Spaten, der ist nur noch so groß, ne? Nicht mehr eine ganze Schaufel. Ja. Ja, in den Türen kannst du ja auch noch was verstauen hier. Ne? Genau. Das hier ist natürlich die richtige Wäscheleine und nicht die da vorne. Na klar, da ist er. Und Außendusche. Ach ja, Außendusche, stimmt. Die hätte ich Haben wir ganz die überhaupt vergessen. mit? Die Nein. Brause? Haben wir Nein. gar nicht mit, ne? Nee, haben wir nicht mit. Na jetzt. Ist noch ein bisschen frisch. Hier haben wir jeder unsere Socken, jeder für sein Bett. Dicke Socken da Ja. oben und da unten, dicke Socken. Und, Hallo, und da unten ist noch frei. Es lebt. Feuerlöscher. Ja, ja. Also Feuerlöscher ist eine Sache, die wir haben es in Spanien und Portugal gehört. Und wenn du da nur so ein paar Sekunden was mit dem Feuerlöscher draufhalten kannst, ne, kann sehr hilfreich sein. Aber wir hatten uns mit denen unterhalten, denen der MLT fast abgebrannt ist. Ja. Da gibt es wie sagt man das jetzt, einen Rückruf, Elektronik unterm Fahrersitz. Da kann es zu Problemen kommen, die brandursächlich sein können. Haben die gehabt und die hatten Feuerlöscher dabei. Ja. Und die konnten den Kabelbrand dann ersticken. Ja. Sollte man mal drüber nachdenken. Feuerlöscher. Ja. Thema Feuerlöscher. Werden wir jetzt immer dabei haben. Ansonsten gibt es ja jeden Fall, nicht viel dazu zu sagen. Mensch, frisch ist es. Es sind halt BF Goodrich AT-Reifen. Das ist eine Original Mercedes-Felge. Das ist eine 245er Reifenbreite. Die bleibt auch so. Der wird nicht breiter, weil das vollwertige Ersatzrad hinten unterm Fahrzeug ist und nach unserer Einschätzung den Böschungswinkel nicht einschränkt bei der Radgröße oder Radbreite. Deshalb kommt kein breiterer Reifen drauf. Wo ist es denn? Da ist es doch. Da Ja. in dem Gitter oder Ja. Käfig. Es ist halt ein stinknormaler Kastenwagen, ne? Ja, eben. Eben. Oh, hippe, chippe, chippe. So, Schuhe nicht vergessen nachher. Ja, haben wir auch schon gebracht, ne? Losgefahren. Weggefahren, Schuhe stehen gelassen. Ja, da oben ist noch eine Raintec beleuchtete Regenrinne, ne? LED-Regenrinne. Da haben wir nicht mal die Fernbedienung mit. Ich weiß es nicht, ich habe nicht geguckt. Macht nichts. Sind so Dinge, die wir gar nicht nutzen, ne? Nee. Aber einen Tipp wollte ich noch mal geben. Wir lassen euch ja, wir haben immer ohne Tipp, geht nicht. Wir lassen euch ohne Tipp nicht gehen. Ja, wir wolltest du lassen sagen. euch ohne Tipp nicht gehen, wir setzen uns auch gleich noch mal hin. Aber komm noch mal mit ins Badezimmer. Ich vergesse ja sowieso immer was. Ach, jetzt, ja, Wir haben uns was ja, angewöhnt. jetzt weiß ich. Wir Jetzt haben weiß uns ich. was angewöhnt durch die Trockentrenntoilette. Und da habe ich lange gesucht. Wir haben ja angefangen mit Klopapier da reinzuschmeißen. Quatsch. Ne, dieses Rührding, Quatsch. Gesondert sammeln. So, was nimmt man als Behältnis fürs Klopapier?
Und ich fand das immer sperrig mit diesen Kunststoff, ne, Hygieneeimern und die fliegen durch die Gegend und wo kriege ich sie in den Schrank nicht rein. So, ich habe bei Bertels Eltern ein bisschen geforscht im Keller und habe einen alten schwarzen Kulturbeutel gefunden. Und da machen wir das jetzt immer, da ist jetzt nichts drin, keine Angst. Eine Tüte, gut, zack, zu, kann ich zumachen. Falls mal irgendwie die Tüte kaputt geht, könnt ihr den Kulturbeutel auswaschen und gut ist. Funktioniert und passt überall rein. Ja, passt überall rein und nimmt nicht viel Platz weg. Oder jetzt hier bei uns hier in die Kannst du als Ecke. Lückenfüller nehmen. Und auch jetzt hier bei diesem Chemieklo. Chemie machen wir ja sowieso nicht rein, das haben wir nie gemacht, geht auch ohne. Trennen wir jetzt schon. Das Klopapier weg. Ja, und du merkst das. Du merkst merkst das den vom Unterschied Inhalt. wirklich auch bei einer Kassettentoilette. Ja. Du merkst es. Alles klar. Wir haben diesmal sehr viele Haken. Wir hatten noch nie so viele Haken in einem Wohnmobil. Da könnt ihr mal sehen, dass es auch große Haken gibt. Die haben wir jetzt auch in der Küche für die Geschirrhandtücher. Und hier sind auch große Haken. Die waren übrigens vorher. Wir haben die kleinen nachbestellt. Die waren vorher in der Küche. Hat mir auch zu viel Platz weggenommen. Ne? Man hat ja da nicht viel. Und hier finde ich das jetzt ganz gut für die Handtücher. Auf der anderen Seite haben wir auch noch Haken. Hier. Ja, das ist jetzt wieder von CS. Aber das finde ich ja, gut. Das haben wir noch nie gehabt. So viele Haken in einem das stimmt. Wohnmobil. Ja. Wir haben immer gedacht, oh, dann schraubst du da rein, hast da ein Loch und so. Ja, wollten wir dann nicht so. Ja, Aber das hier, der Gang, ja, das ist schon... So, und jetzt setzen wir noch mal hin. Ich habe da noch was auf meinem Zettel. Das ist ja wie in alten Zeiten. Nora, hast du denn noch Daten und Fakten für uns? Zettel. Ist heute nicht so schön, ich habe die anderen vergessen. Sowas, ne? Das muss ich alles erst wieder einspielen. Was haben wir denn? 1,95 Länge. Nee, Quatsch, wo bin ich denn? Im Bett bist so du. ein Quatsch, ja genau. Länge 5,93 Meter, Breite 2 Meter, Außenhöhe 2,82 Meter. Ich habe das Maßband nicht mit. Innenstehhöhe schätzen wir mal um die 1,90 Meter. Zu fahren ist das Fahrzeug, gibt es als 3,5 bis 4,1 Tonner. Wir haben einen 4,1 Tonner abgelastet. Auf 3,5. Auf 3,5 Tonnen. Ist der alte 3 Liter mit dem zuschaltbaren Allradantrieb und mit der zuschaltbaren Getriebeuntersetzung. Ach ja, Gas haben wir zweimal 2,8 Kilo. Also gekocht wird ja nur mit Gas, mehr brauchen wir nicht. Und das hätte ich. Ach ja, Frischwassertank 100 Liter, Abwasser 90. Ja. Isoliert und beheizt. Ja, der Abwassertank nicht. Der hängt einfach drunter. Ist der nicht isoliert und beheizt? Nein. Oh, ich dachte. Dafür hat er aber diesen großen Ablaufschieber, ne? Du dieses hast nicht so große, eine kleine diese große Öffnung. Öffnung. Ja, diese großen, Valtera und so heißen die. Ich kann dir die Zollangabe nicht sagen. Halt so eine große Öffnung, da ziehst du einen Schieber und dann geht der auf und plumps. Da hast du die 90 Liter ruckzuck Seht ihr? draußen. Wie bitte? So ist das. Elektrik haben wir jetzt hinten nicht reingeschaut. Verbaut ist hier ein Triple Charger von Votronic mit Netzladegerät, Solarregler und Ladebooster. Übrigens, passen wir auch zu zweit ins untere Bett. Haben wir mal getestet. Logisch muss man ja. Ich meine, wir geben jetzt hier keine Anleitung zum Kuscheln. So ist das ja nicht gedacht. Ne? Das ist ja nicht der richtige Kanal da. Aber Ja, wenn sich einer auf den Rücken legt und der andere auf die Seite, geht. Da lassen wir eurer Fantasie freien Lauf. Genau, das geht. Also wir sind ja nun echt klein. Also das ist ja immer, früher wollte ich immer 10 cm größer sein. Ja. Noch größer und noch größer. Aber jetzt bin ich froh, dass ich es nicht bin. Ich passe hier rein. Okay. Nur noch mal so am Rande. So. Was soll ich noch Ah. erzählen? Die Sitze haben Sitzheizung? Nein, ich weiß Doch, es nicht mehr. haben Ja, haben sie. Und Lordosenstützen und ach, ich weiß es nicht. Ist Ja, man halt, sitzt ist halt sehr ein gut. Sprinter. Ja. Der hat eben alles, was ein Sprinter so hat. Ne? Ja. ist LED-Scheinwerfer, das ist der Knaller. schon- Ja, wir haben, es Ja. werde Licht Ja. in der Nacht. Ja, der Iveco, den wir hatten, das war auch ein 20er. Und also heute betrachtet der alte. Ne? Es gibt ja jetzt das 22er Modell inzwischen. Und diese Beleuchtung von dem alten Iveco, der ja gar nicht so alt ist, das war ja grausam. Und hier hast du LED-Scheinwerfer, hier machst du die Nacht zum Tag. Ne? Aber Das ist Hammer. Iveco.
Nee, Iveco ist Vollklasse, Wir ist, sind ist damit ganz schön richtig klasse. Ja. Und der hat mächtig Spaß gemacht. Nur dass die Beleuchtung war nicht so gut. Gut, kannst du tauschen, gibt von Heller LED-Scheinwerfer, Ja, die du gibt reinsetzen es. kannst. Und dann hast du natürlich auch gutes Licht. Nicht billig, glaube ich. Ne? Aber Nee, mal- so 500, 600 Euro habe ich mal gehört. Ich habe keine Alles Ahnung. klar. Und einer. Aber die Originalbeleuchtung, die ist halt nicht so spannend. Das Auto hat mordsmäßig Spaß gemacht. Die Straßenlage, ja. Und im Gelände hat er Ja. 100% Sperren. Also Mal das, schauen, was noch so kommt. das war cool. Ne? Die Kiste war echt cool. Und sie war auch einzigartig. Ja, 18 Stück gibt es davon. Bimobil. gut. Jetzt haben wir aber Superkasten. Den Superkasten. Jetzt haben wir, ja. Ja, ja. Das hieß doch immer Super Mario oder so, ne? Ach so. Okay, Superkästen. Die Superkasten. Ich finde ihn toll. Ich fand ihn damals schon toll. Und ich glaube, da ist auch der Titel bei dem Film Nora schon wieder verliebt, glaube Ja, ich. Ne? ja. Es ja. stimmt ja. Und Das ist so ein Modell, da scheiden sich die Geister. Ja. Ne? Die einen sagen, geht gar nicht und die anderen Ja. sagen, das ist ja eine gute Idee. Ja. Das ist polarisiert. Ne? Na klar. Machen wir ja auch gerne. Ne? ja, ja, haben wir das jetzt schon erzählt, dass die Suche, also auf Instagram sagt ihr immer, wir wünschen euch ganz viel Glück, dass ihr jetzt das perfekte Fahrzeug gefunden habt. Ja. Haben wir noch nicht drüber gesprochen, Das glaub weiß ich jetzt ne? nicht mehr. Dann wiederhole ich mich vielleicht, wir suchen nicht nach dem perfekten Fahrzeug. Mhm. Wir brauchen immer für die Situation das perfekte Ja. Fahrzeug. Ja. Also fast perfekt, es gibt nicht das perfekte, fast. Gibt's nicht. Ne, mit Bimobil haben wir gedacht, drin leben, okay, Kniechen, das linke hauptsächlich. Das hast du das hast du ja Jetzt- auch gesagt. Zum Leben, Bimobil, also das, Das obwohl der Wagen ja von den Daten her 6,60 Meter, klingt das ja klein. Ja. Aber das war ja der Hammer. Vom Raumgefühl war das der Hammer. Ja gut, du darfst nicht vergessen, 2,35 Meter breit. Ja, Pelle war 2,35 Meter. ja, da bist du aus der Wenn-Klasse raus. Wir haben Ja. früher immer gesagt, bei den Teilintegrierten, ne? Ab 2,22 glaube ich. Und da alles, was drüber ging, haben wir gesagt, ist nicht mehr Wenn-Klasse. Ist dann, ja. Ach Kinder, das macht schon Spaß. Ja, es ist kuschelig. Es ist total kuschelig. Ich meine, Püppi haben wir 5,5 Jahre sind wir Püppi gefahren. Ja. Kastenwagen, das ist ja ähnliche Situation hier mit dem Umdrehen. Wobei bei Püppi die Sitze breiter waren, aber der Fiat ja auch ein bisschen breiter, glaube ich. Also es nimmt sich nichts. Witzig ist das hier mit der Handbremse, das haben wir gar nicht Ja. gezeigt. Wir haben hier nicht diese elektrische Parkbremse oder Handbremse, sondern wir haben hier die mit dem Hebel. Ja. Und das ist witzig, du ziehst die hoch, kannst du das, nee, das sieht man jetzt glaube ich nicht Geht von nicht, da hier müsste ich aus. den Sitz. Ja. Man Machen wir. zieht den Bremshebel hoch, ne? Und dann kannst du ihn nicht auf den Knopf drücken vom Hebel, dann kannst du ihn runterdrücken und dann ist er wieder weg. Ja. Ist aber immer noch gezogen. Ja, Das habe ich erst gar nicht verstanden, Ja. wie das System geht. Da habe ich immer losgemacht. ist gut. Also die Handbremse ist nicht im Weg. Genau, Man darf es nur nicht vergessen, sie hat auch schon Paratscha. ja. Und trotzdem ist es eine mechanische. Das heißt, Ja. du bleibst dann auch mit dem Auto nicht stehen, wenn die elektrische Handbremse versagen würde. Dann stehst du erstmal da, haben wir auch schon gehört. Dann stehst du irgendwo in Skandinavien Und und geht kriegst nix. den Wagen nicht mehr weg. Ja. Ne? Das haben wir hier nicht. Nee. Ja, und über das M-Books braucht man auch nichts zu erzählen. Das ist ja bekannt inzwischen. Ja, Sprinter ist was Exklusives. Das muss ich Ja, schon sagen. Es ist schon. Es ist komfortabel. oder komfortabel. Auf Der jeden Fall. Iveco ist ein richtiges Raubein und da habe ich auch Spaß dran, muss ich ehrlich Ja, sagen. na klar. Ich fahre den genauso gerne. Auf so ein jeden Iveco, Fall. ja? Raubein Iveco. Da merkst du, dass das Auto lebt. Ja. Das mag ich Aber total. hier, wir haben jetzt ganz schön Spaß gehabt. Ja, Total. apropos Ich traue Spaß. mich ja noch nicht ganz so. Ich muss noch so viel lernen, was mit Allrad angeht. Also vom Fahrüben und sowas. Da muss ich noch so viel lernen. Also du traust dich mehr. Der Wagen ist leicht. Er ist also leichter als Ja. ein MLT. Locker reden wir mal über eine Tonne. Das merkst du. Er hat den Überhang hinten nicht.
Und er lässt sich noch mal geschmeidiger auch hier in solchen, ja im Gelände sagt man halt so umgangssprachlich, er lässt sich besser bewegen. Und auf der Straße ist das ja sowieso ein Wiesel, so ein Kasten. Der wieselt ja überall rum und einparken und dies, zack, 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 zack. Das ist ja der Lifestyle vom Kasten auf jeden Fall. Wo wir gerade bei Spaß waren, Nora. Ja. Wie immer zum Schluss die Frage, was kostet denn der Spaß? Der Spaß kostet, wenn ihr euch heute bei CS ein Allrad CS Duo Independent heißt das Modell, bestellt, nackig, aber mit Allrad 103.000 Euro. Grundpreis. Grundpreis. CS hat sehr lange seine Preise halten können. Ich habe da stehen viele Informationen auf der Homepage von CS. Und CS hat die Preise zu diesem Jahr erhöhen müssen. Zum Januar, also seit Januar gibt es eine neue Preisliste. Und unter anderem begründet damit, dass Mercedes-Benz die Preise der Sprinter-Fahrgestelle um 12% zum Jahr 23 angehoben hat. Und dann kam CS, so schreiben sie es auf ihrer Homepage, wohl nicht mehr drum rum, sahen ihre Preise dann auch dementsprechend um 8%. Um 8% zu erhöhen. Ja. Masse im fahrbereiten Zustand, hatte ich nicht erwähnt. Okay. Hier bei unserem jetzt, im Kfz-Schein steht 3047 Kilo. Ja, damit werden wir jetzt nicht mehr hinkommen. Ich glaube nicht, dass die Zusatzgewichte, Seilwinde, die Bleche unterm Auto und so ein Kram drin sind. Keine Ahnung. Wir müssen wiegen. Aber wir werden wiegen und wir werden den auch in der 3,5 Tonnen Klasse halten. Also wollen und das kriegen wir auch hin. Und das ist jetzt auch mal unser Ziel eben. Ja. Ne? Mein Magen knurrt. Dein Magen knurrt? Ich hoffe, das hört man nicht. Hier ist doch in Havneby ist doch so ein schöner Fischladen. Ja, machen wir. Ja? Wie war das? Grüne Heringe? Grüne Heringe heißt das? Grüne Heringe? Bratheringe. Also aus der Pfanne. Nicht die eingelegten. Aus der Pfanne, nicht die kalten. Ja, nicht die kalten. Eingelegten. Ja. Das wär's doch, oder? Und dann heute Nachmittag so Softeis, ne? Dänisches Softeis. Die kleinen Dickmacher, die leckeren. Also in Dänemark nehmen wir immer zu. Diese Küchlein, diese kleinen Küchlein. In Skærbæk, da waren wir gestern zum Einkaufen, da beim Superbruxen. Die haben mit Marzipan umwickelt, geschichtet, mit Creme und Rührteig, Creme, nochmal Schichten, Schokolade am Ende noch, Überzug. Oh Gott, eine süß. Da beißt du einmal von ab und du denkst, in deinem Mund klebt alles zu. Das ist echt der Hammer, aber lecker. Nora, jetzt bekomme ich auch Hunger. Gut. Das ist jetzt, das war jetzt der Tropfen, nein, der das fast zu Überlaufen bringt. Hier kommt 5 Minuten Fischhändler. Gut. Ja. In diesem Sinne, habt eine wunderbare Zeit. Wir sehen uns. Lasst es euch gut gehen. Bis die Tage. Ja, tschüssikowski. Tschüssikowski. So. Das üben wir noch, ne? Ja. Guck mal, wenn du den zusammenklappst, ne? Zack, Dann ziehst du den schön zurück. Guck mal. Und dann hast du hier, ne, wenn die Sitze umgedreht sind, kannst du hier locker bequem nach vorne gehen. Wir haben doch noch was vergessen. Wir haben was vergessen. Ich vergesse immer was. Es gibt noch eine breitere Bank. Ich weiß gar nicht, wie die richtig funktioniert. Die soll man dann... Ja, die ziehst du ein Stück raus und dann kannst du die Sitzfläche und Rückenfläche, das kannst du so, ich stelle so bildhaft wie bei den alten VW-Bussen, ne? Da hast du eine Liegebank dann. Ja. Kannst du rausmachen. Und dann gibt es noch ein Schaumstoffstück, das wird vorne zwischengelegt und dann hast du hier unten eine Liegefläche. Riesenliegefläche. Ne, für 2 Personen locker. Ja, das gibt's noch, das ist ein Extra. Die steht dann aber wiederum weiter hier 5 Zentimeter, das weiß ich noch von vor 3 Jahren. Ja, da kommst du weiter in den Flur und deshalb für uns keine Option, weil wir mögen das ja so mit dem Durchgang. Im Moment kommen wir ganz gut klar damit. Jetzt wird es ja Sommer, hoffentlich. Ja. So. Du suchst den Sommer? Ja. Jetzt aber. Jetzt kommt nichts mehr. Abschalten. Tschüss. Abschalten. Aus. Vorbei. Tschüss.